Er hat seine Leidenschaft zum Beruf gemacht, der Can Kaufmann. Als Fotograf ist er viel auf der Beine. Seine Einsätze dauern länger als ein normaler Arbeitstag. Letztes Jahr war der Rekord 16 Stunden an einer Hochzeit. Das heisst, so, die 16 Stunden an einer Hochzeit sind einfach von morgen vom Schminken bis zum Kleideranlegen bis am Abend im Programm. Auch wenn der Can Kaufmann seinen Job gerne macht, so Einsätze gehen auch an ihm nicht spurlos vorbei. Also am Abend konnte ich kaum laufen, weil mir vorkam wie ein Opa, weil ich noch Plattfüße habe und noch einen kürzeren Fuß seit dem Unfall. Gerade wegen diesen Problemen hat der Can Kaufmann die Augen für gute Schuhe immer offen. Dabei ist ihm auch ein Schweizer Produkt aufgefallen, der Luftküsse-Schuh Kibut. Ausprobiert hat er diesen Schuh aber nie, bis zu dem Tag, wo ihn ein Auftrag zum außergewöhnlichen Schuh geführt hat. Ich habe für die Glückspost ein Shooting beim Karl Müller, in der Firma Kibung und bei ihm daheim. Und dann habe ich immer schon gedacht, ja, der Schuh ist schon mega interessant und so. Da habe ich schon durch die Presse und alles gehört. Und als ich dort war, habe ich den mal angelegt und wir müssen sagen, mal, den kaufe ich. Das Gefühl hat ihn sofort überzogen. Das, obwohl er der Sache trotz am Wohlgefühl immer noch nicht ganz traut hat. Am Anfang war schon ein gewisses skeptisch da, ob so ein Schuh auch wirklich etwas herbringt. Aber schlussendlich muss ich sagen, ich bin wirklich überzogen. Und das ist jetzt auch schon mein zweiter Schuh, den ich habe. Die Schmerzen hat der Kibut dem Can Kaufmann gelindert und auch die Beilängendifferenz spürt er dank dem Schuh viel weniger. Ja, ich denke, es ist einfach, erstens tut es die Unregelmäßigkeit vom Fuß wieder ein bisschen ausheben. Plus denke ich mir, es ist auch gut, dass du immer ein bisschen wieder in Bewegung bist. Dass sich der unsportliche Fotograf mehr bewegt, fällt im Umfeld auf. Auch meine guten Kollegen haben gesagt, seit ich diese Schuhe habe, sei ich mehr in Bewegung. Das ist aber nicht der einzige Vorteil. Gerade bei Aufträgen mit Models und Schönheitsköniginnen kommt ein weiterer Vorzug zum Tragen. Also es hat auch Vorteil mit dem, dass ich etwas grösser bin, weil mit 1,77 m bin ich recht klein gegenüber meinen Kundinnen. Also wenn ich zum Beispiel mal mit der Misse in strenges Weekend auf ihn gehe und die sind meistens recht gross mit den High Heels zusammen und dann so kann ich auch ein bisschen beschissen. Beschissen mit der Grösse und beschissen mit der Ausdauer. Denn dank dem Kibut mag der Can Kaufmann länger und das erst noch schmerzfrei. Eigentlich bin ich recht unsportlich und durch diesen Schuh habe ich auch ein bisschen wieder Muskelaufbau dabei. Da verwundert es nicht, dass die Misskandidatinnen am Geheimnis vom Can Kaufmann auf den Grund gehen und seinen Schuh mal ausprobieren wollen. Ja, sie haben gesagt, das sei noch komisch so, das sei eine Art wie ein Trampolin. In der Zwischenzeit hat der Can Kaufmann fast ausschließlich den Kibut an. Auch für Kundenaufträge, wie hier zum Beispiel beim Luxuskosmetikhersteller Goldbad Zwittnau. Der Schuh ist sehr businessmäßig, also der passt sehr zum Anzug, den ich am habe, Hochzeit oder Business-Events. Und ja, man merkt auch nicht gross, ob das dann ein Gesundheitsschuh ist. Trotzdem hat er seine Wirkung. Der Can Kaufmann erinnert sich nur noch ungern an die Zeit zurück, wo er den Kibut noch nicht hatte. Ich hatte schon recht Rückenweh und auch die Kniescheiben habe ich gemerkt, dort wo sie gebohrt haben, aber dann nicht seit dem Kibung nicht mehr. Ein Gewinn an Lebensqualität, wo der Can Kaufmann einem Schuh nie zutraut hätte.